Mein größter Irrtum in den letzten 5 Jahren: ich werde doch garantiert sofort schwanger. Ich bin Sarah, 32 Jahre alt, Ärztin und war selber sehr, sehr lange vom unerfüllten Kinderwunsch betroffen. Ich habe mich massiv darin geirrt, obwohl ich es eigentlich hätte besser wissen müssen. Die Wahrheit ist einfach, es ist gar nicht so einfach, schwanger zu werden. Egal, was uns immer erzählt wird, verdammt vielen Paaren fällt es echt schwer, auch wenn nicht darüber geredet wird. In diesem Video möchte ich dir gerne erzählen, was bei mir so alles passiert ist und wie es mir damit ging und dir ein paar Tipps an die Hand geben, die dir helfen können, wenn du auch in dieser Situation bist. Denn du bist nicht allein. Wann habe ich eigentlich wirklich diesen Entschluss gefasst? Also jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, Kinder zu bekommen. Daran erinnere ich mich tatsächlich sehr, sehr genau. Das war mit meinem Mann gemeinsam auf einer Autofahrt. Wir waren gerade auf dem Rückweg von einer Freundin, die hatte gerade ihr Kind bekommen, ihr erstes. Eine andere Freundin von mir hatte das schon vorher bekommen. Es wurden also immer mehr. Und wir saßen in diesem Auto und haben gemeinsam gesagt, vielleicht jetzt langsam wird es auch Zeit, dass wir auch mitspielen, bevor uns noch alle anderen abhängen. Tatsächlich wussten wir schon sehr lange, dass wir Kinder bekommen wollen. Wir haben darüber schon geredet. Da waren wir keine 3 Monate zusammen. Da war für uns schon klar, wir wollen beide eines Tages Kinder, gemeinsam. Nur dieses Irgendwann war für uns ganz lange immer noch in weiter Ferne. Und wir haben uns immer wieder angeschaut und haben dann geguckt, und wenn wir über dieses Thema geredet haben, und haben dann beide noch den Kopf geschüttelt und gelächelt, weil wir beide gemerkt haben, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis der da war. Aber irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, jetzt möchten wir Kinder. Tatsächlich habe ich zu diesem Zeitpunkt auch schon ganz schön Druck bekommen von außen. Den habe ich eine ganze Weile ignorieren können, aber meine Familie war da immer sehr, sehr deutlich darüber. Also mir wurde immer gesagt, du weißt aber schon, es ist jetzt Zeit, dass du Minderjährige wieder in die Familie bringst. Ich bin die älteste Enkelin in der Familie und quasi ja die erste. Und irgendwann war auch mein kleinster Cousin dann volljährig und dann hieß es, Sarah, es ist deine Aufgabe, jetzt für Nachwuchs zu sorgen. Und da waren die auch sehr deutlich. Als wir auf unserer Weltreise waren, in unseren Flitterwochen, haben sie Wetten abgeschlossen, ob wir zurückkommen, weil ich schwanger bin. Glücklicherweise wollte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht schwanger werden, sonst hätte mir das Ganze noch viel mehr wehgetan. Ich habe es aber dann auch gespürt, als ich schon einen Kinderwunsch hatte und die Kommentare auch noch kamen. Das kennt ihr sicher, aber der Druck in der Gesellschaft kann ganz erheblich sein. Ja, und wie war das für uns, als wir dann gesagt haben, jetzt probieren wir es? Ich ja noch völlig überzeugt war, das klappt jetzt ganz schnell bei uns und es dann nicht funktioniert hat. Das war tatsächlich sehr schwierig. Also wir haben das allererste Gefühl war eigentlich nur Verblüffung. Wieso klappt das jetzt nicht? Und dann kam stückweise die Verunsicherung dazu und die Unsicherheit. Stimmt was bei uns nicht? Ist bei mir was falsch? Stimmt was bei meinem Mann nicht? Warum passiert das nicht? Und ja, dann kam diese Verunsicherung, wurde immer größer. Und wir haben dann tatsächlich einfach sehr viel darüber geredet und haben auch sehr früh bereits dann gesagt, gut, wir gehen jetzt in die Diagnostik. Wir wollen rausfinden, was ist da los. Das ging sicher auch viel von mir aus, aber es war dann auch eine gemeinsame Entscheidung, dass wir da jetzt nicht noch länger warten wollen. Tatsächlich ist so ein Kinderwunsch auch eine ganz ordentliche psychische Belastung für viele Paare. Also ich habe das auch mitbekommen. Ich muss sagen, uns beide hat es als Paar tatsächlich nicht belastet. Da sind wir aber eher die Ausnahme als die Regel. Und das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass wir so viel miteinander geredet haben. Wir sind wirklich von Anfang an offen miteinander umgegangen und haben uns immer gegenseitig auch darüber ausgetauscht, was hier gerade passiert. Ich habe über meine Emotionen gesprochen. Ich habe meinen Partner gefragt, wie es ihm damit geht. Und wir haben auch versucht, bei all der Unsicherheit und Traurigkeit, die damit verbunden war, immer nicht ganz den Spaß zu verlieren
und auch mal drüber zu lachen, weil, sind wir mal ehrlich, Sex nach Plan kann ganz schön schwierig sein. Und dann liegt es in eurer Hand, ob das eine Belastung für eure Partnerschaft ist oder ob ihr gemeinsam darüber lacht, dass jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, ihr aber eigentlich beide gar nicht unbedingt in Stimmung seid. Aber wenn man dann darüber offen miteinander redet und darüber lacht, ist es viel leichter, als wenn man sich dann Vorwürfe macht und darüber nicht kommuniziert. Also insofern reden, nachfragen, offener Umgang und auch mal drüber lachen. Ob man offen mit einem Kinderwunsch in der Partnerschaft umgehen sollte, ist für mich eigentlich überhaupt keine Frage, weil genau nur dieser offene Umgang damit hat uns davor bewahrt, dass wir damit in Probleme gekommen sind. Also ich glaube, das ganz, ganz Wichtige ist, dass man als Paar in so einer Situation gemeinsam an einem Strang zieht. Das ist so ein richtiges, nicht wir gegeneinander und wer ist schuld, sondern ein wir gegen diese Unfruchtbarkeit, wir gegen dieses, es funktioniert nicht. Und das ist der Ansatz, den kann man nur fahren, wenn man miteinander redet. Deswegen ein offener Umgang in der Partnerschaft ist meines Erachtens nach das A und O im Kinderwunsch, um langfristig durchzuhalten. Was ich mir zu Beginn des Kinderwunsches wirklich sehr gewünscht hätte, wäre, wenn mir bewusst gewesen wäre, wie viele Paare es betrifft und wie wenige darüber reden. Natürlich kenne ich eigentlich die Zahlen aus den Lehrbüchern. Trotzdem ist es was anderes, wenn man erstmal wahrnimmt, wie es anderen geht, wie viele betroffen sind, wie sehr sie darunter leiden und wie wenig darüber geredet wird. Das hätte ich mir wirklich gewünscht, von Anfang an zu wissen. Viele wissen auch nicht, dass wir uns tatsächlich Hilfe gesucht haben. Und zwar haben wir uns gemeinsam medizinische Hilfe gesucht, um rauszufinden, was ist los und wie geht's weiter. Ich habe mir aber auch psychologische Hilfe gesucht. Ich hatte 2 Fehlgeburten in der Zeit und mir hat es unglaublich geholfen in der Zeit, danach auch mit jemand Professionelles darüber sprechen zu können, um meine Gedanken zu ordnen und auch nicht ganz so verlassen zu sein mit all dem, was in meinem Kopf passiert ist, nachdem das passiert ist. Und medizinisch haben wir uns genauso auch gesagt, wir gehen da stückweise ran. Mein Tipp wäre eigentlich, dass man anfängt, erstmal selber zu schauen mit einer Zyklusbeobachtung, um wirklich einen Eindruck dafür zu bekommen, wie sieht denn der weibliche Zyklus aus? Ist mein Zyklus normal? Gibt es da Anzeichen dafür, dass ich vielleicht keine Eisprünge habe? Und das habe ich auch gemacht. Bei Männern kann man nicht viel machen. Wir haben aber tatsächlich auch, soweit es geht, mit Heimtests auch da versucht, schon mal selber einen Eindruck zu bekommen, ob da vielleicht ein Problem liegt, weil es betrifft ja immer beide Seiten. Aber im Grunde war es vor allem dieses erst selber schauen. Und als wir dann gesehen haben, wir kommen da nicht weiter, dann sind wir auch in die Diagnostik gegangen. Und das ist auch so meine Botschaft noch an euch. Holt euch Hilfe. Medizinisch wie psychologisch, weil es ist nicht einfach und sich Hilfe suchen ist kein Zeichen von Schwäche. Hilfe suchen ist ein Zeichen von Stärke. Und es gibt diese Hilfsangebote. Es gibt einmal Insta-Help auf der einen Seite für die psychologische Hilfe. Das ist natürlich eins der Angebote. Da gibt es Experten, die können euch dabei ein bisschen unterstützen, dass ihr nicht ganz so alleine seid. Die gucken einfach auch von außen als neutrale Person drauf und können euch helfen, eure Gedanken zu sortieren. Und dann gibt es eben Zyklus-Tools wie den Breathe ILO. Das hat mir auch sehr geholfen. Ich habe den ja auch Monate verwendet, um einfach zu sehen, mein Zyklus funktioniert. Ich habe meine Eizellenreifen an. Ich wusste, jetzt ist Zeit für Sex nach Plan. Und ich wusste auch, das funktioniert alles bei mir. Und es hat auch nach der Fehlgeburt wieder funktioniert. Das hat mir geholfen. Und deswegen kann ich nur sagen, schaut, dass ihr euch diese Hilfe holt. Natürlich kann das bei euch auch ganz anders sein als bei mir. Da können ja andere Ursachen dahinter stecken. Da seid ihr auch sicherlich ganz anders und am Ende kann ich euch auch nicht die Antworten für euch geben, sondern die müsst ihr selber abklären lassen. Aber es gibt Hilfsangebote, die ihr auch einfach von zu Hause selber wahrnehmen könnt, wie eben Insta-Help und Breathe ILO. Und ich hoffe, das hilft euch sehr und dass ihr da auch möglichst gut durchkommt. Und lasst euch nicht unterkriegen.